This video is divided into 3 parts. First, the story with translation. Second, you will hear the story again, this time without translation, to test your understanding. And finally, we will conclude with a short quiz to assess how well you have understood it. Don't forget to let us know in the comments how many out of 10 questions you answered correctly after completing the quiz. Das Geheimnis des Zettels. Es war ein ruhiger Morgen. Paul beschloss, einen Spaziergang im Park zu machen. Er mochte die frische Luft und die Ruhe am frühen Morgen. Die Sonne war gerade aufgegangen und der Park war fast leer. Paul ging langsam den Weg entlang und hörte das Zwitschern der Vögel. Alles schien normal, bis er plötzlich etwas Ungewöhnliches bemerkte. Auf einer Bank lag ein kleiner, gefalteter Zettel. Paul wurde neugierig. »Was ist das?« dachte er. Er hob den Zettel auf und öffnete ihn vorsichtig. Auf dem Zettel standen nur wenige Worte. »Gehe zum großen Eichenbaum.« Paul war überrascht. »Wer hat diesen Zettel hier gelassen?« fragte er sich. Er schaute sich um, aber niemand war in der Nähe. Der Park war still und leer. Ein wenig nervös, aber auch gespannt, beschloss er, den Anweisungen zu folgen. Paul wusste, wo der große Eichenbaum stand. Es war ein sehr alter Baum am Rand des Parks. Der Baum war groß und stark, mit breiten Ästen, die hoch in den Himmel ragten. Als Paul beim Eichenbaum ankam, sah er ein Mädchen, das dort stand. Sie hielt einen ähnlichen Zettel in der Hand und schaute ihn überrascht an. »Hast du auch einen Zettel bekommen?« fragte Paul neugierig. »Ja«, antwortete das Mädchen. »Ich heiße Anna. Ich habe meinen Zettel in der Nähe des Brunnens gefunden. Da stand, ich solle hierher kommen.« Paul lächelte. »Das ist ja seltsam. Mein Zettel hat mir auch gesagt, dass ich hierher kommen soll.« Die beiden schauten sich fragend an. Wer hatte diese Zettel geschrieben? Und warum sollten sie beide zum Eichenbaum kommen? Während sie überlegten, entdeckten sie einen weiteren Zettel, der auf dem Boden unter dem Baum lag. »Schau mal«, sagte Paul und hob den neuen Zettel auf. Sie lasen ihn gemeinsam. »Frühstück zusammen in meinem Café.« Paul und Anna schauten sich verwirrt an, aber auch ein bisschen neugierig. In der Ferne sahen sie ein kleines, gemütliches Café. Vor dem Café stand ein fröhlicher Koch, der ihnen freundlich zuwinkte. »Komm, lass uns hingehen«, sagte Anna lächelnd. Im Café setzten sich Paul und Anna an einen Tisch. Sie bestellten Frühstück und begannen zu reden. Sie erzählten sich von ihren Hobbys, ihren Familien und warum sie den Morgen im Park verbracht hatten. Sie lachten und verstanden sich gut. Es fühlte sich an, als ob sie sich schon lange kannten. Während sie miteinander sprachen, bemerkte Paul eine ältere Frau in der Ecke des Cafés. Sie saß still da und beobachtete sie mit einem freundlichen Lächeln. In ihrer Hand hielt sie einen Stift und einen Stapel Papier. Paul dachte einen Moment nach und lächelte dann. »Vielleicht ist sie diejenige, die die Zettel geschrieben hat«, flüsterte er Anna zu. Anna nickte und lächelte zurück. Es war ein geheimnisvoller Morgen gewesen, aber auch ein schöner. Am Ende des Frühstücks fühlten sich Paul und Anna nicht mehr wie Fremde. Sie hatten das Gefühl, dass dieser Morgen der Anfang einer neuen Freundschaft oder vielleicht sogar mehr war. Und wer auch immer die Zettel geschrieben hatte, er oder sie hatte etwas Besonderes geschaffen. Das Geheimnis des Zettels. Es war ein ruhiger Morgen. Paul beschloss, einen Spaziergang im Park zu machen. Er mochte die frische Luft und die Ruhe am frühen Morgen. Die Sonne war gerade aufgegangen und der Park war fast leer. Paul ging langsam den Weg entlang und hörte das Zwitschern der Vögel. Alles schien normal, bis er plötzlich etwas Ungewöhnliches bemerkte. Auf einer Bank lag ein kleiner, gefalteter Zettel.
Paul wurde neugierig. »Was ist das?« dachte er. Er hob den Zettel auf und öffnete ihn vorsichtig. Auf dem Zettel standen nur wenige Worte. »Gehe zum großen Eichenbaum.« Paul war überrascht. »Wer hat diesen Zettel hier gelassen?« fragte er sich. Er schaute sich um, aber niemand war in der Nähe. Der Park war still und leer. Ein wenig nervös, aber auch gespannt, beschloss er, den Anweisungen zu folgen. Paul wusste, wo der große Eichenbaum stand. Es war ein sehr alter Baum am Rand des Parks. Der Baum war groß und stark, mit breiten Ästen, die hoch in den Himmel ragten. Als Paul beim Eichenbaum ankam, sah er ein Mädchen, das dort stand. Sie hielt einen ähnlichen Zettel in der Hand und schaute ihn überrascht an. »Hast du auch einen Zettel bekommen?« fragte Paul neugierig. »Ja«, antwortete das Mädchen. »Ich heiße Anna. Ich habe meinen Zettel in der Nähe des Brunnens gefunden. Da stand, ich solle hierher kommen.« Paul lächelte. »Das ist ja seltsam. Mein Zettel hat mir auch gesagt, dass ich hierher kommen soll.« Die beiden schauten sich fragend an. Wer hatte diese Zettel geschrieben? Und warum sollten sie beide zum Eichenbaum kommen? Während sie überlegten, entdeckten sie einen weiteren Zettel, der auf dem Boden unter dem Baum lag. »Schau mal«, sagte Paul und hob den neuen Zettel auf. Sie lasen ihn gemeinsam. »Frühstück zusammen in meinem Café.« Paul und Anna schauten sich verwirrt an, aber auch ein bisschen neugierig. In der Ferne sahen sie ein kleines, gemütliches Café. Vor dem Café stand ein fröhlicher Koch, der ihnen freundlich zuwinkte. »Komm, lass uns hingehen«, sagte Anna lächelnd. Im Café setzten sich Paul und Anna an einen Tisch. Sie bestellten Frühstück und begannen zu reden. Sie erzählten sich von ihren Hobbys, ihren Familien und warum sie den Morgen im Park verbracht hatten. Sie lachten und verstanden sich gut. Es fühlte sich an, als ob sie sich schon lange kannten. Während sie miteinander sprachen, bemerkte Paul eine ältere Frau in der Ecke des Cafés. Sie saß still da und beobachtete sie mit einem freundlichen Lächeln. In ihrer Hand hielt sie einen Stift und einen Stapel Papier. Paul dachte einen Moment nach und lächelte dann. »Vielleicht ist sie diejenige, die die Zettel geschrieben hat«, flüsterte er Anna zu. Anna nickte und lächelte zurück. Es war ein geheimnisvoller Morgen gewesen, aber auch ein schöner. Am Ende des Frühstücks fühlten sich Paul und Anna nicht mehr wie Fremde. Sie hatten das Gefühl, dass dieser Morgen der Anfang einer neuen Freundschaft oder vielleicht sogar mehr war. Und wer auch immer die Zettel geschrieben hatte, er oder sie hatte etwas Besonderes geschaffen. Paul und Anna sich beim Frühstück gut verstanden, verloren, vergaßen, verließen. Auf der lag ein gefalteter Zettel: Straße, Bank, Wiese, Brücke. Der Zettel sagte: Gehe zum großen Apfelbaum, Turm, Eichenbaum, Brunnen. Als Paul den Baum erreichte, er, ein Mädchen, sah, verlor, suchte, las. Anna fand ihren Zettel in der Nähe des Cafés, Tisches, Brunnens, Weges.
Paul und Anna lasen einen neuen Zettel unter dem Stein, Eichenbaum, Tisch, Zaun. Der Koch winkte Paul und Anna zu. Traurige, alte, fröhliche, junge. Der neue Zettel sagte, sie sollten zusammen im Frühstücken, Park, Restaurant, Café, Garten. Eine Frau saß in der Ecke und schrieb neue Zettel. Junge, ältere, große, kleine.